Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Vladimir. Über ein halbes Jahr war ich weg, aber jetzt bin ich wieder da und zeige euch gleich zwei Dinge, die ich heute in einem Plattenladen gefunden habe. Also bleibt dran! Ja, ich war heute unterwegs und zwar in den Niederlanden, in Venlo. Und da gibt es einen Plattenladen, der ist ziemlich groß und ziemlich cool, da war ich ja schon ein paar Mal. Der heißt Sounds und der ist so cool, weil der erstmal so groß ist. Also der geht über 2 Etagen, wobei eine Etage halt komplett nur mit Secondhand-Vinyl ist. Und die andere Etage, da gibt es dann neues Vinyl, neue CDs und gebrauchte CDs. Der ist aber auch so cool, weil es da einfach immer so eine große Auswahl gibt. Natürlich für Michael Sachen, das ist der Hauptgrund, warum ich da auch immer wieder hingehe, aber eben auch von anderen Künstlern. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung, dahin zu gehen. Also ich kriege jetzt kein Geld von denen oder so, ist einfach ein kleiner Erfahrungsbericht, nenne ich es mal. Dass es ein wirklich sehr, sehr guter und empfehlenswerter Plattenladen ist. Und von denen habe ich 2 Schallplatten heute gekauft, die ich euch zeigen möchte. Die sind hier in so einer Papptüte. Und das erste, was hier drin ist dieses Album Get Together von den Jackson 5. Da ich so lange weg war, habt ihr es gar nicht mitbekommen, dass ich tatsächlich jetzt in diesem Jahr einige Jackson 5 Platten gekauft habe. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jeden Monat eine Jackson 5 Platte zu kaufen, weil dann bin ich halt irgendwann im Laufe dieses Jahres noch durch und habe die Alben alle einmal. Und das wird jetzt nicht meine große Sammelleidenschaft. Ich werde jetzt nicht die verschiedenen Versionen davon sammeln oder so, aber ich wollte zumindest jedes Album der Jackson 5 in einer Version mal auf Vinyl haben, damit ich es auch mal hören kann. Ja, und dieses Album Get It Together hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe erst ganz am Ende gesehen, dass hier dieser Cutout ist, also dieser Einschnitt in dem Vinyl. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, das hatte ich erst gar nicht gesehen. Hier sind Songs drauf, wie der Titelsong Get Together, aber auch Dancing Machine, was ja ein sehr bekannter Song ist. Und die anderen Songs, weiß ich gar nicht, ob ich die kenne, muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Es handelt sich hier um eine Nachpressung des Albums, das ja eigentlich aus den 70ern ist, von 1984. Es ist eine Pressung aus den USA. Genau, das Original ist von 1973. Und bis auf diesen Cutout in dem Cover ist die echt in einem super Zustand. Und das ist auch ziemlich dickes Vinyl hier. Es wurde ja eine Zeit lang nach der Ölkrise in den 70ern relativ viel auf so dünnem Vinyl gepresst. Hier ist es nicht der Fall. Das hier ist doch ein recht wertiges Produkt. Und für 14 € auf jeden Fall was ich dann mal mitgenommen habe. Und ja, werde ich dann, denke ich mal, im Laufe der nächsten Woche auch mal hören. Das zweite, was in dieser Papiertasche noch drin ist doch noch mal ein bisschen cooler jetzt für mich gewesen. Nämlich diese Version des Off the Wall Albums. Und ihr seht schon direkt, hier ist so ein Aufdruck drauf, auf diesem Cover mit dieser roten Schrift auf gelbem Grund. Contains the hit single Don't Stop Till You Get Enough. Das ist mir natürlich ins Auge gesprungen, als ich da durch die Platten geblättert habe. Und dann habe ich hier auf der Rückseite nachgeguckt und hier unten steht tatsächlich, dass es eine Version aus den Philippinen ist. Und das ist natürlich ein Land, wo man doch relativ selten, gerade in einem Plattenladen in Europa, Platten findet. Und das habe ich gekauft, kostete 20 €, was also auch ein ziemlich guter Preis ist dafür. Zumal der Zustand hier auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und auch die Schallplatte, die hier in so einem japanischen Innensleeve kommt. Die ist auch tatsächlich total frei von Kratzern. Die muss man ein bisschen sauber machen, das mache ich dann auch noch. Aber Kratzer sieht man hier gar nicht. Also für 20 € ein wirklich gutes Angebot. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Die Labels sehen auch ein bisschen besonders aus, die sind hier so rot. Die hat übrigens hier kein Gatefold-Cover. Normalerweise ist es ja so, dass man das so aufklappen kann. Und dann ist hier Michaels Oberkörper und seine Beine halt in so einem ganz großen Bild. Das ist jetzt hier nicht, aber das ist natürlich kein Problem für mich. Insgesamt war das also ein wirklich erfolgreicher Besuch in dem Plattenladen für mich. Ich war schon echt lange nicht mehr in einem Plattenladen. Und ehrlich gesagt ist es meistens auch so, dass ich dann da hinkomme und dann haben die irgendwie ein paar Alben in den europäischen Standardpressungen oder vielleicht noch ein paar Maxis. Das habe ich alles irgendwie schon. Aber hier so ein Glücksgriff wie mit diesem Off the Wall Album aus den Philippinen, das hatte ich halt auch schon wirklich lange nicht. Und deswegen wirklich schön. Und es hat mich ermutigt, heute dieses Video zu drehen, auch wenn ich zuletzt
ja irgendwie weniger Lust hatte und deswegen keine Videos gedreht hatte. Ich hoffe, mein kleines Comeback-Video hat euch gefallen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das nächste Video besonders zeitnah kommt. Ich denke mal, es wird nicht wieder über ein halbes Jahr dauern, aber habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich werde auf jeden Fall irgendwann weitermachen und das nächste Video bringen. Aber wann das ist, kann ich euch zum heutigen Tage noch nicht sagen. Kommentiert doch sehr gerne unter dem Video, was eure letzten Plattenladenfunde sind. Abonniert auch unbedingt meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis dann!